Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Anno 117 Tipps Video. Heute möchte ich mit dir mal im Early Game dir die 5 besten Geldtipps geben. Denn die befolge ich auch immer und sorgen dafür, dass ich hier, wie wir zum Beispiel auf dieser sehr frisch gegründeten Insel sehen, eine Bilanz von plus 1000 Einkommen haben bei in etwa einer Bevölkerung von 500. Und wie das passiert vor allem durch Tipp 1, nämlich durch die richtigen Gebäude. Denn wir haben viele Gebäude, gerade schon bei den Liberty, also bei der Stufe 1 Bevölkerung, die einen sehr positiven Effekt auf Einkommen haben. Das sind zum Beispiel die Sardinenhütte. Die Sardinenhütte hat nämlich den super positiven Effekt, dass sie plus 1 Bevölkerung und plus 1 Einkommen bringt. Das heißt, hier versorgen wir die Liberty mit diesem Bedürfnis, haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Einkommen gesichert. Gleiches passiert mit dem Marktplatz. Auch hier seht ihr Bereichseffekt, plus 1 Einkommen und plus 1 Bevölkerung. Darf also in jedem Layout auch hier nicht fehlen. Und es geht weiter mit den Tuniken. Auch die haben den wunderbaren Effekt, dass wir plus 2 Einkommen bekommen. Das heißt, wir sollten hier unsere Bevölkerung auch mit den jeweiligen Tuniken und Spinnereien versorgen. Und gleichzeitig hat die Spinnerei auch noch einen Bereichseffekt. Das heißt, in ihrem Bereich, so wie wir es jetzt gerade ausgewählt haben, kriegen alle Wohnhäuser in dieser Gegend und auch alle anderen öffentlichen Gebäude nochmal plus 1 Einkommen. Das heißt, das Bedürfnis plus der Bereichseffekt gibt uns hier insgesamt dann plus 3 Einkommen. Und wir haben auch noch die Hüte, die Pileus, die uns ebenfalls nochmal plus 1 Einkommen geben, sehen wir gleich hier drunter, und nochmal im Bereichseffekt ebenfalls plus 1 Einkommen. Das heißt, mit der Stufe 1 Bevölkerung können wir hier durch 4 verschiedene Gebäude schon unsere Bilanz enorm nach oben pushen. Es geht dann weiter, und das ist so jetzt noch im Early Game mit drin, mit dem Brot. Das habe ich hier auch nochmal platziert. Auch hier haben wir einen ähnlichen Effekt. Wir haben hier plus 1 Einkommen und nochmal beim Gebäude an sich sorgen wir dafür, dass wir plus 2 Einkommen haben hier aber auch den Malus mit Brandsicherheit, das sollte dazu gesagt sein. Und letztes Gebäude, was ich euch noch im Early Game vorstellen möchte, ist die Sandalenmacher Produktion. Denn hier haben wir ebenfalls plus 2 Einkommen durch Sandalenmacher und nochmal plus 1 Einkommen im Bereich, was wir hier oben im Layout haben. Falls dir dieses Layout übrigens gefällt, ich habe da ein ganz eigenes Video auf meinem Kanal zu, schau da gerne mal vorbei. Das heißt, erster Tipp, und das sehen wir auch hier in der Bilanz super gut aufgeschlüsselt, all diese Gebäude, die ich gerade genannt habe, seht ihr, haben einen sehr positiven Einfluss auf die Bilanz und sorgen dafür, dass wir bei diesen sehr guten Werten dastehen. Das sind nämlich genau die Symbole, die ich gerade erwähnt habe. Kommen wir zu Tipp 2. Und das ist nochmal eine Verbesserung der Sardinenhütte hier unten. Denn wir haben eine wunderbare Forschung, die wir im Early Game sehr schnell erforschen können. Und das sind die Fischmärkte. Die beeinflussen nämlich die Sardinenhütte und die Herzmuschelfarm. Und dadurch kriegt dieses Gebäude einen Bereichseffekt, das nochmal plus 3 Einkommen boostet. Das heißt, alles, was jetzt hier in meiner Sardinenhütte in dem Bereichseffekt ist, kriegt jetzt hier nochmal plus 3 Einkommen. Und das ist natürlich fantastisch. Das heißt, wenn wir so eine Art Hafenstadt am Anfang bauen, nah am Kontor, nah am Strand, können wir hier nochmal für zusätzliches Einkommen sorgen. Das heißt, hier durch eine sehr einfache Forschung gleich am Anfang kriegen wir super gut Einkommen dazu. So, kommen wir zu Tipp 3 und das sind Aufträge. Das heißt, wenn wir unsere Stadt optimiert haben, möchten aber noch mehr rauskitzeln, dann können wir an den diversen Leuchttürmen von unseren Mitspieler-NPCs, zum Beispiel hier von dem guten Tarragon, können wir hier Aufträge annehmen. Zum Beispiel der hat jetzt gerade einen sehr einfachen Auftrag, denn wir müssen ihm einfach an diesen Leuchtturm nur 38 Tonnen Bretter liefern, was eine sehr einfache Produktionskette ist, und wir würden von ihm 2800 Goldstücke bekommen. Das ist natürlich sehr einfach und sehr einfach verdientes Geld an dieser Stelle. Ne? Diana hier, wenn ihr mit ihr spielt, hat ebenfalls ähnliche Aufträge. Auch hier können wir zum Beispiel sehr einfach mehr Bretter sogar nochmal liefern für deutlich mehr Geld. Oder Seile, das ist natürlich jetzt schon mal eine erweiterte Produktionskette, bringt uns aber dann fast schon 20.000 Goldstücke hier ein. Also mega gut hier über die jeweiligen Leuchttürme nochmal mehr Geld zu generieren. Und zur Vervollständigung, ne, auch hier Valeria hat hier ähnliche Optionen. Kommen wir zum vierten Tipp und das ist der passive Handel. Den muss man nur einmal einstellen und sorgt dann dafür, dass kontinuierlich Geld in eure Kassen reinkommt.
Das passiert über den Kontor. Wir haben zum Beispiel eine Ware, wie jetzt zum Beispiel Bretter, wo bei mir eine Überproduktion stattfindet oder ich die jetzt gerade einfach nicht benötige. Und ja, ihr habt gerade auch schon gesehen, da war nämlich gerade der passive Handel. Ihr könnt das nämlich ganz einfach einstellen, indem ihr auf die Bretter draufklickt, nutzt dann alle Waren und entscheidet dann hier über den zweiten Button alle Waren verkaufen, wann diese Waren verkauft werden sollen und wann Händler einfach euer Kontor ansteuern sollen. Ich lege dabei immer einen Mindestlagerbestand fest, zum Beispiel jetzt hier 120 Einheiten, und wenn jetzt zum Beispiel 130 Einheiten in meinem Kontor sind und alles darüber soll dann automatisch verkauft werden, wenn der nächste Händler einfach das Kontor ansteuert. Und das gilt dann automatisch für alle Waren, das heißt, ihr müsst nicht immer gucken, okay, welche Ware habe ich jetzt gerade überproduziert, muss dann zum Händler fahren, sondern es passiert ganz automatisch und die Händler nehmen dann Ware mit und sorgen hier, wie gerade eben auch, für einfach einen passiven kleinen Handel und sorgen dafür, dass ihr Geld in die Kassen bekommt. Kommen wir zum letzten Tipp und das sind die Spezialisten. Da möchte ich euch einen vorstellen, den ihr sehr einfach bekommen könnt und dafür sorgt, dass ihr euer Einkommen super boosten könnt. Den bekommt ihr nämlich über die Ruhmeshalle unter Latium. In der Stufe 2 haben wir nämlich hier den wunderbaren Actorius Maximinus, der dafür sorgt, dass der Marktplatz quasi geboostet wird. Das heißt, hier der Bereichseffekt wird um plus 1,5 gestiegen und die Unterhaltskosten vom Marktplatz senken sich auch. Das heißt, alles, was dann dort im Einflussbereich ist, sorgt dafür, dass wir hier dann noch mehr verdienen. Ich zeige euch den Effekt dann ganz einfach mal in meiner Hauptstadt. Ich habe dort die Villa in der Mitte angeordnet, die deckt nämlich einige Marktplätze ab und da haben wir nämlich den wunderbaren Spezialisten drin und sehen jetzt hier, dass dieser dann in dem Bereichseffekt, wo die Marktplätze drin sind, dann die Marktplätze boostet. Wenn ich dann mal auf einen Marktplatz draufklicke und schaue mir die aktiven Effekte an, sehe ich dann auch hier, dass der dort greift und dafür sorgt, dass hier mehr Einkommen an dieser Stelle generiert wird. Und das ist der letzte Tipp, den ich euch geben möchte zum Early Game für Anno 117. Geld verdienen, leicht gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben super gerne freuen. Und falls ihr keinen Anno 117 Content mehr verpassen wollt, dann denkt doch mal über ein Abo nach. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.